Weg. Wir wecken den Alan auf. Alan! Entschuldigung, der Witz war einfach nur zu einfach. So, bin ich mal gespannt. So. Pass auf, jetzt kommt dasselbe Video, was ich gerade einmal abgespielt habe. Das wär's noch. So, Dev Counter funktioniert auch. Schunderböen. Endnutzer. Okay, ich weiß, was wir die Hälfte des 13-Stunden-Streams machen. Mhm. Aha. Mhm. Ja, ja, okay. Ach so, okay, ja. Every Lizenzvertrag Lesung ever. Ist noch eine. Letzte Aktualisierung, 23. Was? Ach, Remedy, okay. Datenschutz, ja, okay. Bist du damit wirklich einverstanden? Solange ich eine coole Waschmaschine morgen kriege? An einem Sonntag? Wollen wir erstmal kriegen. Bitte alles vorlesen. Sonst kriegst du ins Gefängnis. So, bitteschön. Warnung bei Fotosensibilität. Bestimmte blinkende Lichter oder Lichtmuster können bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung epileptische Symptome auslösen. Auch Personen, die keine Vorgeschichte von epileptischen Anfällen haben, können davon betroffen sein. Wenn sie während des Spielens irgendwelche Form von Schwindel, Zuckungen oder andere Arten von Unbehagen verspüren, war es wieder ein Hüpferschrecker. Hören Sie bitte sofort auf und suchen Sie Ihren Arzt auf. Oh, es wird am Samstag ein bisschen kompliziert, nicht? Oh. Ich glaube, meine Karte kann kein HDR. Ich lasse es mal darauf. Textsprache, Dialogsprache machen wir Englisch. Habe ich Tadir versprochen. Spielmodus, Leistung und Qualität. Also, die Xbox ist auf 4K getrimmt. Ich sehe 4K. Ihr seht nur ganz normales Full HD. Also 1920 seht ihr. Ich würde es auf Qualitätsmodus belassen. Einfach weil. Klick. Soll hier schon Musik kommen? Nee. Keinerlei Geräusche von der Elgato. Ich denke mal, das ist ein stilles Menü. Ah, da ist der Ton. Wunderbar. Gucken wir mal eben in die Optionen. Tutorials aktivieren ist am Anfang gar nicht so verkehrt. Ich habe Alan Wake noch nicht mit Controller gespielt. Zielhilfe, die darf anbleiben. Schnellwende. Dreht sich schnell um, wenn du zweimal rückwärts... Au, guck mal, das haben sie aus Resident Evil. Gehen, umschalten. Einmaliges Drücken von Rennen, Gehen wechseln. Du musst Rennen gedrückt halten, umgehen. Achso. Mhm. Lassen wir es mal. Rennen. Okay. Ich schätze mal, dafür wird es das Tutorial noch geben. Wir haben schon gesagt, Befähigungsverzerrung, Körnigkeit. Audio. Bass. Wir brauchen Bass. Ich mach mal prophylaktisch ein bisschen runter. Soundeffekt. Dialog. Gerne ein bisschen. Oh, guck mal. Das ist Quality of Life. Das ist Quality of Life, das ist cool. Das ist die Standardeinstellung und man kann bis 120 hoch, weil wenn einem nur die Dialoglautstärke zu niedrig... Oh, das ist super. Das ist richtig super. Das ist klasse. Das ist klasse, das ist klasse. Was ist Hyperakustisch? Wendet Equalizer-Filter an, um Höhetöne wie Vogelgezwitscher, Reifenquietschen oder Maschinengeräusche zu reduzieren. Diese Filter verringern die Frequenzen um 1 Kilohertz. Empfohlen, wenn du unter Hyperakustisch leidest oder sich hochfrequente Geräusche unangenehm für dich anfühlen. Okay. Interface. So. Sprechernamen, Untertiteln. Brauchen wir das? Gibt's hier so eine... Gibt's hier für den Untertitel Hintergrund mal eine Vorschau? Das wäre ganz cool. Was? Was ist denn jetzt wieder? Achso. Achso. Ja. Mein Handy sagt mir übrigens, ich habe gut geschlafen. Das überrascht mich tatsächlich. So, Punktfadenkreuz. Sichtbarkeit des Punktfadenkreuzes. Verbergen, situationsabhängig. Achso, okay. Hat ausblenden. Es pisst. Einige Leute sind hier heute lokal unterwegs und scheinen die Krypto-Lugia zu handeln. Ich ärgere mich tatsächlich auch ein bisschen, weil ich brauche Lugia XL Candy, aber ich werde jetzt nicht dafür den Stream sausen lassen. Nacktheitszensur.
ein, um Nacktheit zu aktivieren. Ich will jetzt nicht Stress mit Twitch kriegen. Was ist jetzt die richtige Einstellung? Also wenn ich anmache, ist doch eigentlich die Nacktheit zensiert. Aber warum steht da oben rechts ein, um Nacktheit zu aktivieren? Hä? Ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Moment. Ich google mal gerade. Ich will gerade sicher gehen. Naked. Wir wollen die Nudel sehen. Wir wollen die Nudel sehen. Ein Reddit-Thread namens Alan Better Hang Dong or I'm out. Okay, what? Ich weiß es jetzt nicht, ob ein heißt, dass man sie sieht oder nicht. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, die da gerade rauskommen. Ich lasse die jetzt einfach mal an. Ich habe keinen Bock auf Stress mit Twitch. Und wenn ich es falsch verstanden habe, habe ich wenigstens eine Grundlage. Kostüme. Ich habe ja der Premium. Ich habe ja dank eures regen Spenderessentiments ja gut noch aufrüsten können. Okay. Aber ich würde... Hoppala. Wow, das Menü ist unintuitiv. Ah. Oh dear, deine Sweater. Okay. Boah, warum muss ich es dreimal drücken? Das ist ja ekelhaft. Guck mal hier. Eine Tribal-Schrotflinte. Nice. Guck mal, der Alan. Der Alan. So. Auch Tribal. Mit Elfenbeinholster. Ja, nice. Kommen die mal alles. Nee, komm. Die Waffen machen wir, den Rest nicht. So, Kinders. Let's do this. Schwierig. Ich werde es wahrscheinlich hassen. Aber los geht's. Ich muss mal gerade für mich ein bisschen lauter machen. Wenn es für euch zu laut, zu leise ist, nochmal, sagt Bescheid. Verbrenne den Dunkelheitsschild deines Gegners, um einen Dunkelheitsriss freizulegen. Die Zerstörung eines Dunkelheitsrisses verursacht verheerenden Schaden. Verbrenne den Dunkelheitsschild deines... Ist das derselbe Text? Oh! Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Der Untertitel ist ein bisschen verschoben. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Hä? Wo ist der Ton hin? Wo ist der Ton hin? Ja toll. Jetzt haben wir einen nackten Mann. Ist das der Grund, warum es eine Nacktzeitzensur gibt? Die Xbox hat Sound. Ich höre... Ja, so, ja, das Spiel hat keinen Sound. Der Sound ist weg. Warum ist der Sound dann weg? Das ist ja jetzt kurios.
Also Systemsounds waren da, ja, die höre ich auch, aber es macht jetzt keinen Sinn, dass die hier weg sind. Einseitigem Hörverlust, ja, so schlimm ist dann doch nicht bei mir. Wo ist denn der Ton hin? Moment. Muss ich hier irgendwas einstellen? Das ist aber jetzt ungünstig. Pass-through, Mono-Ausgabe. Nee, ich habe keinen Receiver hier oben. Gucken wir mal, ob das geholfen hat. Ah, da ist der Ton wieder. Okay. Ja. Oh, guck mal ein Höschen an. Okay, ich dachte, der wäre nackig. Uiuiui. Uiuiui. Aber nicht Alan, ne? Hat ein bisschen zu viel Plauze für Alan Wake. Und er hat sich ganz schön gehen lassen. Meinst du, das ist Alan? Hm. Barry? Barry ist ja nie ins Wasser reingefallen. Oder meint ihr, er ist vielleicht hinterhergesprungen, als er Alan suchen wollte? Also in American Nightmare war er zumindest noch da. Wow. Also ich finde, man erkennt immer noch nicht gut genug, dass das ein Quidditch-Laden sein soll, surreal. Da müssen viel mehr Requisiten hin. Danke für nichts. Scheiße. Es war eine großartige Entscheidung, die Xbox dafür an Land zu ziehen. Treffer versenkt. Aber sowas von. Wo komme ich denn jetzt her und wo nicht? Scheiße, ich habe die Orientierung verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ohne zu wissen, wo es hier lang geht. Ich glaube. Ah! Hat keiner was gesehen, oder? Gut. Alter, FNAF geht mir immer noch richtig auf den Zügel, du. Hey, Scheibenkleister. Wow. Da oben ist Licht. Hier. Da ist ein Schild. Ach nee, das ist einer dieser Boxen, wo immer die Batterien und die Munition drin war. Oh Gott. Ja, das fängt ja schon mal richtig geil an hier. Hi. Hi. Okay. Oh mein Gott. Alter, wen spielen wir? What? Spiel gespeichert. Ja, danke. Kommt jetzt ein Gegner. Muss ich jetzt ausweichen? Wo geht's denn da hin? Komme ich nicht lang? Wahrscheinlich zumindest nicht. Aufgeblähte Wasserleiche 7. Ach so. Ach so, ich dachte, es ist Nummer 3. Was kommt? Leute, was kommt? Ich habe keine Ahnung. Das ist übrigens sehr bizarr. Das Fenster heißt immer noch Switch. Dass ich jetzt hier die Xbox habe, ist schon ein bisschen bizarr. Licht! Licht ist gut! Licht ist gut! Wir wissen es auch nicht. Ja, das ist, beruhigt mich. Guck mal, hier ist ein Boah, Alter, dem muss doch arschkalt sein. Ich kann da nichts lesen. Okay. Alter, hier muss doch irgendwo... Wow, 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 wow. Ja! Wo kam der Schuss her?
Oh, fuck. Wow! Wow, 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 Brauner. Alles gut, alles gut. Wow, das Spiel geht ja richtig tief voll. What the fuck? Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Der Stream hat sich selber auf 18 gestellt, meine ich. Kann das mir bitte einer gerade verifizieren? Und ja, ich glaube, es ist nicht so verkehrt. Wenn es noch nicht passiert ist. Heilige Scheiße. Bin am Schauen, dank dir. Okay, Zay. Boah, die Untertitel killen mich gerade. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Wow. Das ist creepy. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Der Ton ist auch verschoben. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take Guck mal the gerade am lead. Fernseher, ob das Think auch of me as the backup. verzögert ist. Okay. Any words of advice? Nee, das ist das Spiel. Nothing that would cheer anyone up. Das ist bizarr. Ich hoffe, das fixt sich mittendrin noch. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Okay, es ist auch nur die gesprochene Tonspur, die ein bisschen verzögert A ist. deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Okay. Wow. Also grafisch hat sich 13 Jahre Warten auf Alan Wake 2 ja schon mal gelohnt, nicht? Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Interessante Formulierung. Witchfinders Station. Wow. Albtraumterritorium, was? Heb eine Karte auf, ja danke. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look.
Die Idee aus, als hättest du die Karte mitgenommen, statt sie zu merken. Ja. Wow, Alter, sieht er. Rental Cabins. Okay. Agent Casey, right? Hallöchen. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Ach, das sind die zwei right Deppenpolizisten. here, Thornton. Die gibt's My noch. partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Doch. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Breaker gibt's also auch noch, okay. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Kann man das Mikro nicht ausstellen, dass die immer alles hört? Dass immer alles hört? This location. Irgendwas mit closed off. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Okay, das ist also das, was facts man are im on the Trailer board. gesehen hat. Das ist aber auch etwas cool. Ich habe schon mal von dem Gedankenpalast-Prinzip gehört. Aber das ist cool. Okay, das sind Ehemann und Kind. Fernseher gibt's auch. Okay. Ein Ventilator wie bei FNAF. Da fühlen wir uns ja gleich wieder wie zu Hause. Hier ist eine Karte. Okay. Und das ist die Falltafel. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Die Falltafel ist eine Mentaltechnik, die es Saga erlaubt, Hinweise zu analysieren und mit der Untersuchung voranzukommen. Okay. Okay. Oh. Jetzt verwenden oder sie mit B verlassen? Ja, okay. Möchte sie aber verwenden. Ich möchte mir das mal in Ruhe angucken. Was haben wir denn hier? Okay, ich kann das aber nicht auswählen. All individuals. Achso, das ist einfach nur... Ach, cool. Okay. In der Stadt Bright Falls hat sich eine Mordserie ereignet. Die Suche nach dem Zusammenhängen wird uns bei der Suche nach dem Mörder helfen. Okay. Erstmal Opfer, okay. Jedes Opfer... Boah, ist die Steuerung komisch. Das ist aber kein Flachbild. Nee, es ist ein Oldschool-TV. Jedes Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet. Keine anderen Gemeinsamkeiten. Ted Lane, Zahnarzt, Stichwunden aufgebläht, Blutergüsse auf Handgelenken. Das Opfer wurde 2010 als vermisst gemeldet, wurde 2012 entdeckt, in einem Erdloch begraben.
2018 in Cauldron Lake gefunden. Einige Organe fehlen. Raubtier. Der Zustand des Körpers passt nicht zu den 8 Jahren, die er in einem See verbracht haben soll. Große Wunde auf der Brust aufgebläht. Vor 2 Wochen gefunden. Todesursache war eine Wunde auf der Brust. Die Leiche war mit unleserlichen Tattoos übersät. Geringer Unterschied bei den Morden. Aufblähung ist die einzige Gemeinsamkeit der Leichen, aber die Todesursache Thoraxtrauma, Wassereinwirkung nach... Okay, da hat der Lokalisator geschlammt. Flecken auf Handgelenken und Beinen. 2 Opfer hatten blaue Flecken. Wurden sie gefesselt oder festgeschnallt? Das letzte Opfer starb an einem schweren Thoraxtrauma, genau wie das Opfer 2018. Aufgrund des Zustands Leiche schwer zu sagen. Tiefer Schnitt in Brustherz fehlt. Creepy. Der aufgeblähte Leichnam bedeutet auf Ertrinken hin, doch nur ein Opfer wurde im Wasser gefunden. Alle Leichen ließen... Profil des Mörders. Postmortem-Tätowierung der Leiche. Opfer Nummer 3 war mit unkenntlichen Tätowierungen übersät. Vielleicht eine Botschaft des Mörders oder seiner Kunst? Abgesehen davon, dass alle Opfer 2010 verschwanden, haben sie nichts gemeinsam. Die Mordopfer haben keine erkennbaren Gemeinsamkeiten. Der Mörder könnte ein Sportler oder Jäger sein. Thoraxtrauma ähnelt den Wunden einer Tierschlachtung. Ja, das haben wir ja gerade eben gesehen. Das klingt nicht so toll. Aha. Okay. Oh, jetzt können wir auch die Karte benutzen. Aha. Aha. Okay. 12 US. Ach so, das sind die Straßennamen. Okay. United States 12. Okay. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Wenn du den Gedankenraum besuchst, wird das Spiel nicht pausiert. Okay, Nate. Uff. Gives me a headache. There's too much sky. Ist klar, Jung. Stadtmensch. Pff. Schlimm. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Aber der ist auch genauso grummelig wie der Original Max Payne, ey. Man merkt, dass Remedy versucht hat, einfach nur einen Max Payne-Klon zu erschaffen, um legal mäßig frei zu sein. I'm not that old. Whoa. Yeet! Mirror Peak. Cool. Der majestätische Berg in der Ferne des Mirror Peak, das ist der Mirror Peak, das Wahrzeichen oberhalb des Cauldron Lakes. Boah, heute ist Lesen auch noch nicht mein Ding. Aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet spiegelt er seine Schönheit auf der ruhigen Oberfläche. Moin, Nabby! Na, auch hier? Aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet spiegelt sich seine Schönheit auf der ruhigen Oberfläche des Sees in seiner ganzen verkehrten Pracht wieder. Guten Morgen, Nabby. Hallo, Nabby. Oh, ich muss noch gerade fair sein. Da der Stream heute länger geht, kann ich die Wundertüte ruhig ein bisschen erhöhen, würde ich mal sagen. Muss ja auch fair sein, sonst ist die Wundertüte sehr schnell fertig. Sie kann 18 Mal ausgelöst werden. Nee, Moment, machen wir richtig. So. Jeder User kann sie pro Stream 3-mal auslösen. Mal 3. Okay, mal 3. Ja, das wäre dann 18. Kommt 20. Aber der Global Cooldown ist pro Person. 2000 Sekunden. So. Dann hat Susa auch heute noch ein bisschen Munition. Klingt das gut? So. Wow, ey. Ey, ich bin gerade... Alter, wie das ausschaut, ist schon richtig geil.
War klar, dass du das gut findest. Und Nabby, gut geschlafen. Das ist später der Spielplatz, an dem wir rumlaufen? Na, danke auch, jetzt schon. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Übrigens, nach dem Kochen hatte ich ja einen Blog, wo wir nicht Alan Wake 2 spielen. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Was ist das denn? Ist das eine Telefonzelle? Wir haben eine TARDIS gefunden. Ich wollte sagen, nach dem Kochblock hatte ich tatsächlich überlegt, entweder das Ghostbusters im Koop zu spielen. Wow. So schnell konnte ich das nicht lesen. Aber ich wollte mal Exoprimal mal anschmeißen, damit ihr mal seht, was ich so sonst casual nebenher mal spiele. Bin auch nicht weit in dem Spiel, aber dann seht ihr mal Exoprimal. Dinos! Das ist so ziemlich die Paleo-Pines Gegenoffensive. Warenhaus, Cauldron Lake. Okay, jetzt haben wir für Thornton auch mal ein Gesicht. That's me, at your service, ready to get this case solved. Geht so. Was ist los, Nabby? Behind the store. Come on, I'll show you. Alter. Kann man das aufmachen? Ach, das sind diese Eisdinger. Ja. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Ach, guck mal, hier sind wir da lang gelaufen. Okay. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No Ich habe so das talk. Gefühl, die Nacktheitszensur ist für seine Unterhöschen gewesen. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Da ist das Herz. Body is positioned on the table. Ritualistic. Du hast dein erstes Schlüsselbild freigeschaltet. Platziere es auf der Falltafel im Gedankenraum. Okay. Erlaubt es Saga, aktive Hinweise einzusehen. Wähle das Schlüsselbild mit A aus, um es auf der Falltafel zu platzieren. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Beginnt eine neue Untersuchungsreihe. Wald in der Nähe von Bright Falls wird eine weitere Leiche entdeckt. Perfektes Timing. Ich muss herausfinden, ob mit Folgenmorden in Verbindung steht, die wir untersuchen. Erzeugt es eine neue Frage. Ziele sind in der Falte. Okay. Okay. Finde Beweise. Okay. Das ist ein interessantes Konzept. Was sehen wir denn hier unter 2 und 3? Das kann man aber nicht anklicken. Bin ich hier noch nicht fertig? Du kannst Hinweise der Leiche sammeln und die Untersuchung voranbringen. Okay. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Okay. Okay. Aha. Das ist ein interessantes Konzept. So viel steht fest.
Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Gelöst und eine Schlussfolgerung freigeschaltet. Im Laufe der Untersuchung werden neue Fragen freigeschaltet, die deine Ziele aktualisieren. Mord stimmt mit vorherigen Fällen überein. Tat wurde unterbrochen. Vielleicht finde ich diesmal etwas, okay? Okay. Uff. Das Opfer. Rede mit jemandem. Ach, guck mal. Ah, okay. Who is our victim? Who killed him? Need to find more Sage clues. kommt mir aber bekannt vor. Large amount of blood on the table. The victim died. Karmesin. Purpur. Karmesin. Purpur. So leise ich die Dinger gestellt habe, in leisen Sequenzen killen die mich halt auch schon irgendwo, ne? Multiple people were here. Multiple killers? Ich finde das Konzept ja jetzt schon geil. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Arschloch. Oh, and sisters. Das ist Nightingale? Warum taucht der denn jetzt auf einmal aus dem Lake auf? Das Opfer, das haben wir jetzt festgestellt. Das ist... Ja, 13 Stunden. Moin, Tesa, weil ich habe ja zwischendrin noch Pausen. Okay. Gibt einige Aktivitäten. Unwahrscheinlich, dass unser Mörder allein arbeitet. Starke Blutspritze auf dem Tisch. Footprints, indicating multiple killers. Mehrere Angreifer anwesend. Chaotischer Tatort. Verbrechen aus Leidenschaft. Vorsätzlich? Okay, wir haben aber noch keine Bestätigung, dass es wirklich Nightingale ist. Das heißt, wir müssen noch einmal... Okay. Und Tesa, hast du dir Susi auch geschnappt? Guckt ihr euch das jetzt zusammen an? So quasi den Fortläufer von Control und dem... stimmt, Alan Wake 1 habt ihr ja immer noch, glaube ich, nicht gesehen. So, mein Palace wieder verlassen. Did they plan for the murder to happen here? So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Moment, er ist entlassen worden? Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Okay. Also dieser nahtlose Wechsel in diesen Gedankenpalast ist schon echt geil. Aber wenn Nightingale schon gefeuert wurde, dann ist er ja hinter Alan eigentlich nicht mal als FBI-Mensch hinterher gewesen. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Geisteszustand zum Zeitpunkt des Verschwindens fragwürdig. Ja, das passt zu dem, was er gemacht hat. Vorsätzlich oder spontan? Ja, Moment. Finde Beweise.
2. Okay. Was hätten wir denn noch? Ah, da hinten ist hier noch was. Eine Kühlbox mit Bier. Und Chips. Barbecue Beef. Lecker, lecker. Ich komme gerade vom Friseur und Susi ist noch out of order. Wieso schläft sie noch? Erstmal die Kühlbox. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Okay. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Stativ in der Nähe der Leiche. Als ob die das aufnehmen wollten, oder? They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Mit Hilfe der Profiling von Sagas Gedanken kannst du die Köpfe von verdächtigen Opfern eindringen. Das klingt nicht sonderlich datenschutzkonform. Ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Was ist das denn? This mug always cheers me up. Not the worst, Mom. Danke ihrer Intuition kann Saga neue Hinweise durch Profiling interessanter Personen gewinnen. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Passt die Lautstärke eigentlich für euch? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Oh, guck mal, ich kann dann direkt... Ach, cool. Ich kann mit den Schultertasten auch direkt hin und her switchen. Das ist cool. Okay, ich brauche noch mehr. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not alone. Ups. Okay, mehr kriegen wir hier wohl nicht raus. Mehr Hinweise haben wir auch nicht. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. Naja, er hat ja auch nur noch eine Unterhose an. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me.
What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Witch's Ladle. Es ist kein Wunder, dass der Cauldron Lake nach seiner ungewöhnlichen Kesselgestalt benannt wurde. Dennoch gibt es viele wundersame Geschichten über den See. Er soll angeblich ein finsteres Tor zur Unterwelt sein. Oder dass der See in Wirklichkeit der Kessel einer Hexe war. Was steht hier? Ist das nicht die alte? Das ist die alte, ja. Und symbolisch fehlt auch das Herz. Die Legende besagt, dass ein örtlicher Sheriff, dessen Zuneigung nicht erwidert wurde, die betreffende Dame bezichtigte, ihn verhext zu haben. Sie wurde ertränkt, aber aus ihrer fallengelassenen Schöpfkelle wuchs ein seltsamer Baum, der Witch's Ladle genannt wurde. Die Dame kehrte jedoch wieder, um sich an den Schuldigen zu rächen. Wenn sie nicht schon vorher eine Hexe war, so war sie es jetzt. Sie tötete den Sheriff und ertränkte ihn im See. Dann entnahm sie sein Herz und verschloss es in einer Kiste. Mit dem Herz wollte sie ihn aus dem See heraufbeschwören, um sich an ihm zu rächen. So lautet zumindest die Legende. Das Herz in einer Kiste. Okay. Auch eine Art, es zu interpretieren. Untersuche den blockierten Weg. Hey, da liegt eine Seite. Moment. Das Coole erst zuletzt. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Ja. Okay, das kann ich wohl noch nicht aufheben. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen Hinweis mehr. Oh, sogar zwei. Warum haben wir denn zwei? Okay, über das Placement der Sachen muss ich mir offenbar auch keine wirklichen Gedanken machen. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Stelle ich die falschen Fragen? Ist hier sonst noch was? Ja, die Seite. Sorry, I have a lot of parents. Parents? To you while driving. Yes, drive safe, yes? Lies ein Manuskript, das ist die Seite. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Baker hat Nightingale gekillt durch sein Skript. Ja, genau. Mal wieder. Das Lesen dieser Worte fühlte sich an wie eine Botschaft. Jemand, der ein Spiel mit ihnen spielte. Nee, Moment, was stand da jetzt? Der Mörder beobachtet uns also? Nur zu. Okay, das ist, selbstsicher. Hä?
we found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. Haben die deswegen das Herz I must rausgeholt? find out what. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Also inszenatorisch. Wow. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, Okay. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Wow. Ja, lauf. Lauf, Max! Whoever Lauf! wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Da mal lang. Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Ja. The Witch's Hut. Hier lebte die Hexe vom Cauldron Lake. Achtung, ihr Geist sucht diesen Ort möglicherweise noch immer heim. Ist das das Ding, was man von Stucky geborgt hätte? Seil. Oi. Okay. Okay. Der Ziegenkopf ist ja mal gar nicht. Oh, was ist das? Ach so, das soll das Laubgedöns sein, okay. Jeez. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. Ach, die kommunizieren jetzt übers Funkgerät. Das ist ja smart. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Fair enough. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Bringen wir die Leiche zurück in die Stadt. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called.
to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Ja. Ach so, ich muss das noch aussuchen. Ah! So, Casey bleibt hier. Kein Kaffee für Seems like Casey. a nice town so far. Ach, verdammt. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Ja, Breaker hat schon mehr Scheiße gesehen. Also bis jetzt bin ich echt hooked. Das ist echt ein geiler Anfang, aber anders als erwartet. Das erste Alan Wake hat ja direkt mit der großen Action angefangen. Was ist denn das hier? Eine Trafostation oder sowas. Ah, ein Funkturm. Ein Funkturm. I'll be back in a second. Roger. Das ist so ein Kram, stellen die immer beim Go-Fest auf. Theoretisch. Was ist das? Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey We're hates all the in English this jokes together. about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Es gibt Filme, aber du spielst ja dieses Mal nicht Wake. Du spielst eine FBI-Agentin. Ja, klar. Aber wir sitzen alle im selben Boot, Held. Ich wünsche dir einen heldenhaften Tag. Was ist das? Oh, Manuskriptfragmente. Okay. Manuskriptfragmente werden verwendet, um Waffen im Gedankenraum zu verbessern. Was? Aha. Immer und immer wieder. Halt den Feuerknopf auf Autofeuer. Dies erhöht die Feuerrate drastisch, erhöht die Magazingröße um 50%. Erziele 2 Kopfschüsse in schneller Abfolge, um einen Feind für längere Zeit zu betäuben. Okay, aber ich habe nur 2. Da kann ich noch nicht sonderlich viel mit anfangen. Interessantes Konzept. Alter. Aber rein da kann man nicht, ne? Nee. Dann laufen wir mal eben hinterher. Wir wollen ja auch einen Kaffee trinken. So. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Eine tolle Abkürzung, wenn man trotzdem klettern muss, oder? Ist noch irgendwo was, wo man lang kann? Nee. Der andere ist weg. Ach ja. Der andere... Ah nee, wir sind ja nicht auf dem Weg da reingekommen. The Federal Bureau of Control? FBC! That's a new one. Toxic FBC? volcanic gas, huh? The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. Das ist Control. Das sind die Leute aus Control. Ach, Here hier we kommt are. man dann hoch. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Kann ich das... Ich klaue jetzt das Polizeiauto.
Die schließen bestimmt nicht ab, so doof wie die sind. Ach, verdammt. Oh, da ist noch ein Schild. Was ist hier? Keine motorisierten Vehikel. Okay. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Die Thermostat. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Der Ton war schon wieder verschoben. Aber das ist offenbar nur in den Zwischensequenzen. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Wow. Hey there. Hi. Kann man mit dir reden? Nein. Random Person A gefunden. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that rich, bittersweet nectar. Get it in Coffee World. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. Übrigens, ich habe mal geguckt, wie man diese Alan Wake Thermoskanne kriegt, die sie da cosplayen, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Aber die wurde außerhalb Finnland noch nicht angeboten. Die haben wohl nicht genug zusammengekriegt, um den Demand zu stillen innerhalb ihres eigenen Landes. I don't know what you're talking about. I'm in hell. Swamp Ass City. Change the topic, please. Okay, wir haben hier noch eine Karte. Herrenhaus, Wellness Center, Pflegeheim Valhalla. Hey! Das ist doch, ist es nicht ach Gott. Ja, die Knast, die Heilanstalt. Ach, wie hieß der nochmal? Ah! Geschichten aus dem Paulanergarten. Definitiv Paulanergarten, das wird sein. Okay. Hi. Come to Coffee World. The thrills never end and the coffee never stops pouring. Now it's 10% off all your coffee-themed purchases from the gift shop. Get your thermoses ready for winter. I could use a thermos right now. Drink too much. You and me both, brother. Ich habe Fragen, ich habe aber Angst vor der Antwort. So, dann ist das Ding weg. Alter, das Dorf in HD zu sehen, ist richtig krass. Ah, guck mal da! Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my... I mean our... I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Just a few more days. It's a nice looking float to share. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect, really. It is the finest entertainment a town. Got any big plans for the day after the festival? It's known as the staying in and eating your body weight in pancakes day around here. You need to recover after all that celebrating. Well, I've got plans now by the sound of it. Das klingt für mich nach einem Feiertag, nach dem Feiertag, den ich gut finden würde. Oder? Pancakes, erstmal nach einem großen Tag mit Feier. Klingt doch geil. Oh dear. Cute. Das hast du jetzt erst gemerkt, Casey. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here.
I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Welcome back, Anderson. Sie müssen Sheriff Breaker sein. Breaker sieht aber anders aus. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Ist nicht Sarah? Wo ist denn Sarah? Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Hello. Wow. Hi. Ob Rose hier noch arbeitet? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Außer, dass du hinterm Zaun gewesen bist? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. Yeah. The whole thing was terrifying. That's all. Okay. Profiling-Zeit, wa? The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Wie hat die das jetzt mit dem Halskette genau raus? Also die kann ja nicht so übernatürliche Kopfkinos haben, oder? The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Ja, zweimal gedrückt, sorry. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me.
prove to be helpful. Do me a favor. Stick around Rose. town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fest. Oh God. Saga Anderson. As I Warum ist der live Ton da and verschoben? I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Was? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Mir geht das mit dem Tonverschieben gerade richtig auf den Keks. Aber ich habe jetzt gerade keinen Bock, die Fehlersuche zu betreiben. Zumal bei der Xbox es ein bisschen komplizierter sein dürfte. Aber ich erinnere mich jetzt gerade daran, Nightingale war ja am Ende von Alan Wake 1 ja in diesem... Aber Rose hatte doch die Laterne in der Hand. Ah. Employees only! Gibt's hier auch sowas wie einen Lichtschalter? Uha. Happy Harvest. Hm. Can't open this with my bare hands. Herzkette. Aha. Okay. Gibt's also Dinge? Hier gibt es Dinge zu finden. Wash your hands. Oh, did you forget to wash your hands? Employees only. I can't force it open. Oh, schade. Aber das interessiert mich. Okay, der Notausgang ist zugestellt. Klingt logisch. Was singt die da? Das mit der Händewaschen gilt doch nur für Angestellte. Ach so. The jukebox is out of order. Das arme alte Ding hält es nicht aus, dass immer wieder derselbe Song gespielt wird. Ich meine, mir gefällt Coconut auch sehr gut, aber irgendwann reicht's. The lime and the... Was will mir dieser Pappaufsteller sagen? Oh, guck mal da! Da ist ein Self! Ein Chinken! Keep it down, Ed. You know how touchy these rural types can be. Na, guck mal, aber selbst hier in einem Kaff hängen die alle am Handy. All set? Chicken. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally.
Trotzdem hat die verstörend blöde Sachen gesagt. Oh na. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Dick und doof. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Ich nenne die beiden wirklich jetzt dick und doof, das passt. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. Kann ich hier... Ich gehe mal gerade ein bisschen erkunden. Wird ja wohl hoffentlich nichts passieren. Agent? Hallo, habt ihr hier Spiele auf dem Handy? As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Haha. Entschuldigung. Okay, ich habe Batterien gefunden. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Die wirst du sicher noch brauchen, aber definitiv. It's not opening. Ein Klo! Wie schön. Oh. Okay. Ich weiß, dass einer von euch Toilettenpapier klaut. Oh, es ist vor Corona, es ist gerade Corona-Zeit, ne? Ich habe nachgezählt und jeden Tag fehlt eine ganze Rolle aus dem Lager. Diebstahl wird hier sehr ernst genommen. Das ist eine Polizeiware, verdammt normal. Irgendwann werde ich dich auf frischer Tat ertappen. Dann fliegst du hier raus, das verspreche ich dir. Was für eine Schande du bist. Welcher Spinner zählt Toilettenpapierrollen? Klingt, als ob du zu viel Zeit hätten. Super. No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. They locked up an innocent man. Ach, schon wieder. Du siehst mit deinen Klamotten aus, als wärst du aus der Zeit gefallen. Ja, keine Ahnung, dafür stehst du mir ein bisschen zu gechillt. Und die gucken einfach nur Wände an. Hey, kann ich auch das Licht ausmachen? Also raus komme ich hier zumindest nicht. Hey, Moment, hier war doch mal ein Lichtschalter. Ah. Ich hoffe, ihr findet das okay, wenn ich ein bisschen herumwandere. North American Folklore. Okay. Komm mal, eine Kaffeetasse. Ein Cup to go. Gibt's für Casey also auch Kaffee? Hier rein? Hi! Hallo! Ich mach mich mal häuslich, ne? Oh, ein PC. Oh. Munition. Nice. Wer zuletzt Kaffee trinkt, macht 9. Das ist das dritte Mal in dieser Woche, dass ich zur Nachtschicht komme und kein Kaffee in der Maschine ist. Wer die letzte Tasse nimmt, dann 9 Kaffee aufsetzen. Okay. Nicht euer persönlicher Assistent. Oh, Moment, das sollte ich vielleicht da rein nachlesen. Drittes jährliches Gemeinschaftsgrillfest. Sheriff Tim Breaker, das scheint echt der Sohn zu sein. Das jährliche Event, auf das ihr alle schon sehnsüchtig gewartet habt, steht wieder an. Das Gemeindegrillfest. Ich will jetzt kein Gemecker hören. Dies ist eine wertvolle Gelegenheit, mit der Gemeinde in Verbindung zu treten. Statistiken zeigen, dass Polizeibeamte, die gut in den Gemeinden, in denen sie Dienst tun, eingebunden sind, in ihren Revieren weniger Gewaltdelikte erleben, bis bei der Polizeiarbeit effektiver sind und sich insgesamt physisch besser fühlen. Dies ist zu ihrem Nutzen, also nehmen Sie es bitte ernst. Das von der Gemeinde gewählte Tauchbeckenopfer dieses Jahr, Trommelwirbel bitte, Deputy Thornton. Herzlichen Glückwunsch. Es sieht so aus, als ob alle endlich Rache für die Radarfalle auf der 12C bekommen, nicht wahr? Was? Das klingt schon nach persönlicher Vendetta. Eine freundliche Erinnerung, dass alle, die an diesem Tag krank sind, ein schriftliches ärztliches Attest vorlegen müssen, sonst gibt es 2 Wochen Nachtschicht. Was? Was sind das denn für Methoden? Wer sich über die Zuweisung mit Antwort an alle beschwert, darf als Assistentin auf der Lightfood Sauertrink mitarbeiten. Was? Der Computer an der Empfangstheke und die E-Mail der Verwaltung dürfen nicht für persönliche Streitigkeiten oder andere inoffizielle Angelegenheiten genutzt werden. Und denken Sie daran, Ihre Kaffeetassen zu waschen. Okay.
Nicht euer persönlicher Assistent. Da meine zahlreichen freundlichen Hinweise, keine persönlichen Pakete an die Station liefern zu lassen, ignoriert wurden, werde ich von nun an, wenn sie es für richtig halten, etwas in die Station zu schicken, der Station mitteilen, was sie erhalten haben. Ist es eine Gesetzwidrigkeit, die Post eines anderen zu öffnen? Ja, das ist es. Ist es ein persönliches Vergehen, dass ich meinen Schreibtisch mit ihren nächtlichen Impulskäufen teilen muss? Ja, ist es. Sie wurden gewahrt. PS Officer Lightford, ihr Bart wohl ist bereit. Das könnte auch aus unserem Büro-Mails kommen, ey. Das ist ja großartig. Ich wusste, dass Markus Bart zu weich war, um naturbelassen zu sein. Welche Marke nutzt der Lucy? Chat, ich sage es dir nur ungern, aber du brauchst ein Gesicht, auf dem ein Bart wachsen kann, um Bartöl wirksam einsetzen zu können. Das ist ja großartig. Das ist ja fucking großartig. Alter. Oh. Eine neue Karte ist wie ein neues Leben. So. Das Ding hat einen zweiten Stock? Die hat einen zweiten Was? Ich bin gerade etwas verdutzt. Ich will raus hier. Okay. Cupcakes! Hoffentlich die Sorte, die einen nicht anspringt. Was haben wir hier? Fernsehen. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide, also. It's bear season. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh, wow. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Dieses CGI! Tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermos. Das ist ja großartig. Milking Computer go brrr. Das war ja klasse. Das war ja richtig klasse. Geil, da kommt man kurz wieder und sieht Hollywood-reiche Action. Aber hallo, ich glaube, du meinst übrigens Reife. Geschichten aus dem Paulanergarten. Das ist ja fucking großartig. Ich hoffe, das gibt's als YouTube-Zusammenschnitt irgendwo. Yeah. Oh, hi. I don't know about you folks, but I don't care for all these gruesome murders and whatnot right here in our wholesome little town. It's not what I signed up for. This line of work is not for the faint of heart. Faint of... Oh. Okay. Alter, die Werbung war ja großartig. With the funeral home next door. It's a shoestring budget. Danke, I guess Daniela. you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Es gibt tatsächlich ein Kellergeschoss. Was gibt's denn, Dani? Dani macht Sauerkrautauflauf. Something about morgues. They always Das ist unser Mittagessen. I can't say I feel the same. He's joking. Wird auch ein bisschen eingefroren und so ein Kram. Geh mal hier rein. Ich kann da einen Knopf drücken. Ja.
Oh, ist das duster. Alter, fuck, ey. Okay. Let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Sauerkrautauflauf, habe ich noch nie gehört. Ist tatsächlich etwas, was meine Mutter immer gerne gemacht hat. Ich weiß nicht, wo sie das her hat. Aber um es mal ganz kurz zu erklären, das ist, also Daniela hat es noch ein bisschen abgewandelt. Das ist eine ganz kleine Schicht, also es ist eine Auflaufform. Da unten ist eine kleine Schicht Kartoffelpüree, dann kommt Sauerkraut, dann kommt eine Hack-Champignon-Soße oben drüber und dann kommt nochmal eine große Schicht Kartoffelgratin. Kartoffelpüree oben drüber und das wird dann einmal mit Käse dann auch überbacken und so ein Käse und das Kapi geschichtet mit Sauerkraut und Jägersoße. Ja, okay, Daniela sagt natürlich viel kürzer als ich, aber ja, ist ein sehr schönes, simples Essen eigentlich und schmeckt halt auch in so einem Wetter sehr gut, wenn es warm werden soll. Aber ja, das ist das Mittagessen, weil Daniela ein bisschen davon auch einfrieren möchte für die nächste Woche. Und ich mache Lasagne fürs Abendessen. Im Hauswirtschaftsunterricht der 7. Klasse hatten wir mal Milchreisauflauf gemacht. Hatte ich vorher auch noch nie gehört und danach eigentlich auch nirgends jemals wieder gesehen. Mit Käse wäre Shepherd's Pie. Du hast das letzte Mal Käse reingemischt. Jetzt lüg nicht. Milchreisauflauf, das habe ich noch nie gehört. Wie funktioniert der denn? Ist das einfach nur Milchreis? Was kommt neben dem Milchreis noch da rein? Das klingt jetzt, also Milchreisauflauf wäre ja... Ja gut, Sauerkrautauflauf ist halt eben auch noch Fleisch und Käse. Und Kartoffel. Keine Milchsuppe, ich habe ja nie wieder gegessen. Ich habe noch nie Milchsuppe gegessen, aber ich habe mehrmals davon gehört tatsächlich. Aber ich habe nie irgendwo eine gesehen. What was the cause of death? Wahrscheinlich, dass er aufgestapelt wurde. Aha. They did leave something inside his chest. Okay. Ich weiß leider nicht mehr genau. Es war im Groben und Ganzen nur Milchreis im Ofen und dann, glaube ich, noch Nüsse, Obst rein. Das klingt tatsächlich nach einer Variante, die du vom kleinen Hunger kriegst. Ne? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't Nach dem Tod? Nein. Defensive wounds. He put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Sieht aus, als wäre da eine verschnörkelte Manuskriptseite drauf. There's writing on here. Was? Can't make it out. Writing? How'd they manage that? How? Wie kann auf dem Herz was geschrieben sein? Was? Jetzt wird's weird. Pun nicht intended. So, Fälle. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Was? Wir haben tatsächlich eine Scheiße. Ach, das war eine Überwachungsstation von der FBC. Okay. Okay. Okay, das war eine Überwachungsstation. Das sah für mich aus wie ein Dings. Fälle? Morde am Cauldron Lake. So. Passen die hier hin? Profil des Mörders? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Okay. Ah, das ist... Ich finde das Konzept super. Kult des Baumes. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down.
Was haben wir denn hier? Kultziel. Wer ist involviert? Welche Art von Kult? Schmuck dient als dezenter Hinweis auf die Mitgliedschaft, aber das ist nicht gerade dezent. Ein Zeichen des Stolzes? No. Aha. Okay, man kann also auch nichts falsch machen. Okay. Kultziel? Okay. Ja. Aha. Wenn sie ihre Gesichter verbergen, sind sie nicht etabliert genug, um offen operieren zu können. Verbindung zum Hirschfest? Aha. Time to see what Nightingale's body can tell us. Leichnam ist jetzt bereits zur Untersuchung. Ich hoffe, dass er konkrete Antworten liefert. Unliederliches auf dem Herzen. Ritualinschrift. Haben die Mörder auf das Herz geschrieben? Wie? Ich kann es nicht lesen. Unter der Haut. Text is Tattoo auf smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Wie hatten die Mörder Zeit dafür? Ergibt keinen Sinn. Ja, definitiv nicht. Abwehrverletzung des Opfers. Todesursache. Sieht aus, als hätte sich Nightingale gewehrt, bevor sie ihn fesseln konnten. Aufgequollene Lenke weisen auf eine lange Zeit unter Wasser hin. Brustkorb wurde aufgerissen. Etwas steckt da drin. Bin gespannt, was da jetzt rauskommt. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Der Untertitel passt nicht zu dem, was sie gerade gesagt hat. Ursache der Aufblähung unbekannt. Seltsame Tattoos auf der Haut, Herz. Jemand hat ein Blatt in die Brusthöhle gelegt. Eine Todesursache ist eindeutig Thoraxtrauma. Es wurde etwas eingeführt. Ja, der Nacktheitszensur war für die Leiche. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Hä? Sheriff? What the hell? Show me the
versuche im Licht zu bleiben, um nicht von Feinden entdeckt zu werden. Setzen. Ich würde dann jetzt eben mal 5 Minuten Pause einwerfen und wir sehen uns dann gleich frisch wieder. Ich brauche vor allem wieder was zu trinken, ist es alle. In diesem Sinne, bis in 5 Minuten oder so. Ich warte nicht auf euer Einverständnis, ich mache jetzt einfach. Bis gleich. So. Bis gleich, genau.